Digitalisierung ist eine zusätzliche Form, Sachen zu standardisieren und miteinander zu vernetzen. Wir betrachten das als eine Art von Dienstleistung oder also vor allem im kommerziellen Bereich. Aber eigentlich, was da passiert ist, dass es eine neue Form von Strukturierung passiert. Und zwar auf eine sehr immaterielle Art und Weise. Weil vieles in der Digitalisierung merkt man gar nicht. Die Datenflüsse, die Datenverarbeitungen, die jetzt gerade, wenn wir miteinander sprechen, passieren, weil unsere Handys in der Nähe sind und weil Daten, GPS-Daten oder vielleicht unsere Apps sich aktualisieren. Das merken wir gar nicht, es passiert aber trotzdem. Und es gibt vor, wie wir mittlerweile miteinander kommunizieren, in welche Formate wir kommunizieren, in welche Formate wir nicht kommunizieren können und wie schnell uns auch diese Kommunikation erreicht. Und dadurch, was wir hier erleben, ist einfach eine neue Technologie, die strukturell Gesellschaften verändern. Wenn wir bestimmte Infrastruktur in der Gesellschaft bauen, wir auch damit Gesellschaften verändern können. Die Art und Weise, wie wir eine Straße bauen, strukturiert Gesellschaften grundsätzlich. Wir sehen das zum Beispiel in Amsterdam, wo es einen Fahrradweg und einen Fußgängerweg gibt und Autos. Und wenn wir das vergleichen zu plötzlich irgendeine Einwohnergegend in den USA, in der Peripherie von einer Stadt, wo es keine Fußgängerzonen gibt, wo es keine Fahrradwege gibt, sondern einfach nur Straßen für Autos. Das zeigt ja auch, wer dann auf der Straße sein kann und wer nicht sein kann. Wenn wir dann weitergehen, die Ampelschaltung, wie schnell sozusagen die Ampel sich schaltet. Das ist die Durchschnitts sozusagen Geschwindigkeit oder Dauer, womit jemand, der 35 ist, die Straße überqueren kann oder jemand, der auch 70 ist, mitkommt. Das alles, das beobachten wir nicht aus dieser politischen Perspektive, aber es ist tief politisch und es strukturiert Gesellschaften grundsätzlich quer durch die Latte, durch die Bank an alle Generationen und dann auch an allen Profilen, die wir in einer Gesellschaft haben. Insofern reden wir hier von etwas, das neben Gesetzen und Infrastruktur in einer Gesellschaft zusätzlich neue Regeln aufstellt. Algorithmen sind im Endeffekt ein Tool und die Art und Weise, wie wir es benutzen, darauf kommt es an. Ja, sie sind erstmal ein Stück Kultur. Also sie sind künstlich, weil wir sie gemacht haben und somit sind sie ein Ausdruck von, was wir Menschen als Kategorisierung verstehen. Sie sind Ausdruck des Sozialen und somit da ist die gesamte menschliche Ambivalenz da drin. Damit können wir viel besser verstehen, zum Beispiel, welche subtile Diskriminierungsmuster wir Menschen mit unserem Verhalten auf den Tag legen. Oder damit können wir wiederum unser Diskriminierungsmuster amplifizieren. Ich würde nicht sagen, dass sie neutral sind, weil sie beinhalten schon die Urteile, die Vorstellungen des Sozialen, die es programmieren, auch haben. Wenn wir über bestimmte Bevölkerungsgruppen wissen, dass sie bestimmte Sachen nicht können. Wenn wir sehen durch Algorithmen und durch algorithmische Daten, durch algorithmische Systeme, dass bestimmte Fähigkeiten wie zum Beispiel Führungskompetenz nur bei einer bestimmten Bevölkerungsgruppe vorhanden ist, nämlich weiße Männer über einem bestimmten Alter. Das heißt nicht, dass wir dann das als sozusagen moralisch richtige Fakt sehen sollen und auch entsprechend weiterhin so handeln. Sondern das heißt erstmal, wir haben jetzt eine Grundlage, darüber nachzudenken, ob es okay ist und wir das Indikator machen, weiter so zu machen oder zu sagen, okay, und jetzt, dass wir das wissen, kompensieren wir das auch mit anderen Mechanismen.